Hallo und herzlich willkommen hier bei Selbstgemacht. Heute zeigen wir euch, wie man diese leckeren Rauchpeitschen selber herstellt. Die leckeren Würste dürfen auf keiner Brotzeit fehlen. Die ausgewogenen Gewürze und der feine Räuchergeschmack verleihen ihm seinen Namen, nämlich Rauchpeitschen. Wir benötigen dazu 60% Schweineunterschale aus dem Schinken und 40% Schweinebauch. Die Zutaten und die genauen Mengenangaben findet ihr unten in unserer Videobeschreibung. So, für die Rauchpeitschen benötigen wir eine frische Schweineunterschale. Hier könnt ihr sehen, wie sie entsehnt wird, denn die Sehnen gehören nicht in unsere Rauchpeitschen rein. Wichtig ist bei dieser Arbeit, dass wir sauber arbeiten und kein Fleisch verschenken. So, hier könnt ihr sehen, wie die Schwarte entfernt wird. So, und hier schneide ich das Fleisch zum Schluss in wolfgerechte Stücke. So, und da die Schweineunterschale viel zu mager ist für unsere Wurst, nehmen wir noch 40% Schweinebauch dazu. Aber bleibt die Schwarte und die Knochen. Wir haben ein Gesamtgewicht von 4,9 Kilogramm Fleisch verarbeitet. Welches Gewürz wir im Einzelnen verwendet haben und wie viel Gramm davon findet ihr unten in unserer Videobeschreibung. Das Gewürz schön gemischt. Für die Haltbarkeit und zum Umrühren des Fleisches haben wir 18 Gramm Pökelsalz verwendet, 2 Gramm Selleriesalz und 2 Gramm Ascorbinsäure. So, jetzt vermengen wir es. Wir zeigen euch jetzt, wie man einen Fleischwolf richtig zusammenbaut. So, das ist die Welle. Jetzt kommt der Vorschneider rein. Das Messer richtig rum reinsetzen. Das erkennt man an dem Pfeil. Die 3 mm Scheibe. Den Distanzring. Und die Überwurfmutter. So, dann schaltet man einmal ein und zieht nochmal nach. Gut. Dadurch, dass wir einen doppelten Satz haben, das ist schon ein etwas besserer Wolf, braucht das Fleisch auch nicht, ja, sage ich mal, gefroren durchgedreht werden, weil er schneidet wirklich sehr, sehr gut. Richtig sauberes Schnittbild, was der hat. Und das kommt halt durch den doppelten Satz. Und da jetzt noch etwas im Wolfgehäuse drin ist, nehme ich einfach von dem durchgedrehten, von der Masse nochmal etwas und drehe das hinterher. Gut. So, da geht man hin. So, jetzt mengen wir so lange, bis eine Bindung entsteht und dass wir auch keine Gewürznester haben. Was natürlich nicht fehlen darf,
unser Kick. Der Knoblauch rum. Nicht trinken, sondern arbeiten. So kleine Bällchen. Die hauen wir dann da rein. Schön andrücken, dass möglichst wenig Luft mit reinkommt. Zack. Andrücken. So, dann haben wir Seitlinge. 2022 Kaliber. Eine halbe Stunde vorher in warmem Wasser eingeweicht. Dann geht man hin, macht den Knoten rein. Das nach vorne schieben. Wichtig ist nicht zu stramm füllen. Man füllt mit 3 Fingern. Die hat man an der Spitze der Tülle. So hat man am besten das Gefühl. Wenn man merkt, es kommt zu viel Luft rein, dann stoppt man einen Moment und gibt mit der stumpfen Kante dem da mal ab und zu mal einen auf den Kopf. Dass die Luft entweichen kann. Dann knotet man das Ende. Die Würste werden jetzt abgedreht. Dazu wird die Wurst auf den Tisch gelegt, sodass jede Wurst ungefähr die gleiche Länge bekommt. Und in eine Richtung wird das Ganze abgedreht. Und so verfahrt man, bis man komplett alle Würste fertig hat. Der nächste Arbeitsschritt ist, die Würste werden aufgehängt und für eine ganze Nacht müssen sie jetzt trocknen, bevor sie am nächsten Tag geräuchert werden. Wir zeigen euch jetzt die Zutaten, mit was wir die Würste geräuchert haben. Lorbeerblatt, Wacholderbeeren, Salbei, Rosmarin, Majoran. Wacholderzweige, Rosmarinzweige, Currykrautzweige und Delikatesse Räucherspäne 500 bis 1000. Die Würstel haben wir schon mal reingehängt. Das Räucherwerk wird jetzt angezündet. Es sollte dann aber nur glimmen. Also Kalträuchern heißt bis 20, 25 Grad. Das ist aber dann das Maximale. Die Rauchpeitschen werden jetzt für 5 Stunden geräuchert. Die 5 Stunden sind vorüber und wir zeigen euch jetzt die leckeren Rauchpeitschen. Schauen sie nicht lecker aus. Sofort eine abreißen und reinbeißen. Vielen Dank, dass ihr bei unserem Video dabei wart. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen und es war auch informativ für euch. Wenn euch unser Video gefallen hat und der Kanal, wird es uns narrisch gefreien, wenn ihr uns abonniert, uns nett kommentiert und einen Daumen hoch hinterlässt. Vielen Dank für eure Zeit. Hast du noch Lust auf weitere Rezepte, wie man zum Beispiel selber Pfefferbeißer macht? Oder dazu ein passendes, leckeres, knuspriges Walnussbrot? Findest du alles hier auf meinem Kanal. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Selbstgemacht. Servus!